meine Lieben, heute checke ich den E36 komplett durch. Mal sehen, was mich da erwartet. Viel Spaß! Als allererstes möchte ich mich bei euch allen für das positive Feedback vom letzten Video bedanken. Und ganz besonders Unicorn Riders und Naye Bü. Die beiden haben mir sofort Ersatzteile angeboten. Und Naye schickt mir die Originalscheinwerfer schon zu. Vielen Dank. Jetzt aber zum Check. So, fangen wir mal am besten von vorne an. Wie man sieht, hat ihn einer mal einen bösen Blick verpasst. Aber nicht richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da blüht der Rost. Von hier bis hier. Die Motorhaube kommt auf den Schrott und ich baue wieder eine gut erhaltene Originale ein. Die beiden Scheinwerfer und die Stoßstange aus der Bucht fliegen auch in den Müll. Und das kommt auch wieder alles original. Der Kotflügel sieht so ganz gut aus. Nur den hat einer gebördelt und gezogen. Vom Rost her hat er hier ein bisschen was. Und hier unten. Aber alles nur angerostet, nichts durchgerostet. Machen wir an der Tür weiter. Die sieht auch gut aus. Bis auf zwei kleine Roststellen hier. Und hier. Mal sehen, wie es mit dem Kantenrost aussieht. Schaut euch das mal an. Kein Kantenrost vorhanden. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hintere Seitenteil sieht auch top aus. Da rostet es nur an den gebördelten Kanten. So, am Heck ist ja nichts mehr original. Da haben die Heckklappe geklebt. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Jetzt muss man hier an die Strippe ziehen, um die Heckklappe zu öffnen. So ein Blödsinn. Das schmeiße ich alles raus. Genauso wie die Rücklichter und die Stoßstange. Das muss alles in den Originalzustand gebracht werden. Den Kofferraum will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Schaut mal, wie schön es hier aussieht. Schlimm, oder? Na, Hauptsache einen fetten Subwoofer im Kofferraum. Der ganze Mist fliegt hier raus. Wo die gerne rosten, ist hier in dem Bereich und hier oben. Und auf der anderen Seite unter der Batterie. Jetzt sind doch bestimmt schon einige von euch neugierig geworden, was in der ominösen Holzkiste drin ist, oder? Wollen wir das Geheimnis mal lüften? Na okay, ich bin ja nicht so. Tada! Putzzeug. Fliegt auch im Müll. Das Seitenteil hier ist auch top. Nur die gezogene Kotflügelkante ist ein bisschen mehr verrostet als wie auf der anderen Seite. Aber auch keine Durchrostung. Die Beifahrertür hat auch kaum Kantenrost. Nur hier ein wenig. Aber das ist kein Problem. Und von außen hat sie auch keinerlei Beschädigungen. Der Kotflügel ist auch im super Zustand, kein Rost. Nur leider wieder gebörtelt und gezogen. Mein erstes Fazit von der Außenkarosse ist sehr positiv. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein 26 Jahre alter Dreier so wenig Rost hat. Unglaublich. Der E46, den ich vorher hatte, war da viel schlimmer. Jetzt hebe ich mal den Wagen hoch und schau mal, was mich da erwartet. Der Wagen ist halb oben, jetzt kontrolliert man die Reifen, Felgen, Bremsscheiben und Belege. Aber wenn ich den BMW neu aufbauen sollte, kommt das sowieso alles neu. Nächster Schritt, Radlager und Lenkspiel kontrollieren. Radlager ist okay. Lenkung hat Spiel. Ja, den Spurstandkopf müsste man neu machen. Eins muss ich euch noch unbedingt zeigen. Hört ihr das quietschende Geräusch? Ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer wahnsinnig ist oder nur lebensmüde. Könnt ihr das sehen? Da schleift der Reifen am Federbein.
Und da ist schon eine tiefe Riefe im Reifen entstanden. Absolut lebensgefährlich sowas. Nur ein kleiner Tipp nebenbei. Wenn auf der Felge ein BMW-Zeichen drauf ist und auch der Lochkreis passt, heißt es noch lange nicht, dass die Felge für euer Fahrzeug zugelassen ist. Stellt euch mal vor, ihr cruist ganz gemütlich mit 200 auf der Autobahn und der Reifen fliegt euch weg. Das kann echt Tote geben. Also bitte immer darauf achten, dass die Felgen und Reifen auch für euer Wagen zugelassen sind. Das Radlager ist hier auch okay. Und hier auch. Vorne rechts Radlager. Gut. Lenkspiel. Oh, noch mehr Spiel als auf der anderen Seite. Hier müssten die Spurstangen auch neu. So, der Wagen ist jetzt ganz oben und ich habe noch schnell die Schwellerverkleidung abgenommen, um die Schwelle auf Rost zu checken. Und damit fange ich gleich mal an. Hier am Kotflügel sieht man Rost und hier. Aber alles nur angerostet, nichts durchgerostet. Abgeschliffen und gut. Hier die Wagenheberaufnahme sieht super aus. Schauen wir mal weiter. So wie der gesamte Schweller, auch kein Rost. Die Wagenheberaufnahme ist auch ohne Rost. Die Ecke rostet ganz gerne mal weg. Aber hier ist sie nicht verrostet, sieht super aus. Wenn ich da an mein E46 denke, da war ja der gesamte Schweller verrostet. Und ich musste da ewig am Schweller schweißen. Mal sehen, ob die andere Seite auch so gut aussieht. Hier sieht es erstmal auch so aus wie drüben. Hier und hier angerostet, aber nichts durch. Die Wagenheberaufnahme und der gesamte Schweller sieht super top aus. Kein Rost, ich bin ja echt beeindruckt. Für das Alter geht's kaum besser. Machen wir vorne weiter. Die Aufpralldämpfer und die Längsträger sehen auch sehr gut aus. Hier ist nichts geknickt. Das bedeutet, dass der Wagen keinen Unfall hatte. Und rostfrei sind die auch. Hier hängen überall Kabel runter. Aber das ist erstmal für mich unwichtig. Mich interessiert erstmal die Rohkarosse. Hier ist auch alles rostfrei. Und hier auch. Da ist der Wagen aufgesetzt durch das tiefe Fahrwerk. Daher rostet es hier ein bisschen. Auf der Seite auch. Hier. 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 Und hier auch. Aber das kriegt man ganz leicht wieder hin. Hier hat er auch ein wenig Rost. So wie hier und hier. Aber alles leicht zu beseitigen. Die Hinterachse ist auch ein wenig angerostet, aber kaum erwähnenswert. Genauso wie die Reserveradmulde. An den Aufpralldämpfern ist ein wenig mehr Rost dran, aber auch mit einem kleinen Aufwand leicht zu beseitigen. So, jetzt bin ich erstmal durch mit der gesamten Rohkarosse und kann mir jetzt ein Urteil erlauben. Erstmal das Negative und das sind definitiv die gebörtelten und gezogenen Radläufe. Das muss zurückgebaut werden, damit die Karosse wieder original ist. Ansonsten gibt es nur Positives über die Karosserie zu sagen. Es gibt keine einzige Durchrostung. Die Schweller sehen alle wie neu aus und unfallfrei ist sie auch. Besser geht's kaum. Also habe ich mich entschlossen, den E36 komplett neu aufzubauen. Aber nicht auf die Art, was kostet die Welt, sondern mit so wenig Geld wie möglich. Das bedeutet, alles was geht, wird wieder aufgearbeitet. Und die Teile, die man nicht mehr retten kann, günstig vom Schrott oder von Spenderfahrzeugen besorgt. Der Motor ist total verölt und hat schon 250.000 Kilometer runter. Aber den werde ich überholen, genauso wie die schreckliche Innenausstattung.
Die ist doch eine Katastrophe, oder? Was ich mit der mache, weiß ich noch nicht. Für Ideen und Vorschläge bin ich euch dankbar. Das Verdeck funktioniert auch nicht mehr elektrisch, nur noch per Muskelkraft und ist undicht. Aber ich denke, das bekommt man alles repariert. Ich werde im nächsten Video anfangen, erstmal den BMW zu strippen und erstmal alles rausschmeißen, was nicht mehr gebraucht wird. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid, denn da wird endlich wieder geschraubt. Bis dahin wünsche ich euch allen nur das Beste. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Autohändlerin.